Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute befinden wir uns wieder auf S39, hier wo mein Free-to-Play-Account sein Zuhause gefunden hat. Und ja, hier bin ich jetzt schon knapp 2 Jahre auf diesem Account. Seit Serverstart bin ich ja hier wirklich, sag ich mal, auf diesem Server zu Hause mit meinem Free-to-Play-Account. Und ja, ich glaube, der Server hatte 2019 im Februar oder März, ich glaube Anfang März oder so gestartet. Also wie gesagt, knapp 2 Jahre sind wir jetzt hier schon Free-to-Play auf dem Server unterwegs. Wie gesagt, bis auf die 10 Euro, die ich mir zum Serverstart mal gegönnt hatte. Und ja, hier auf diesem Server läuft seit einem Jahr, jetzt circa, seit fast genau einem Jahr, läuft hier so ein kleines Nebenprojekt, würde ich mal behaupten. Und zwar wurde versucht, meinen Free-to-Play-Account einzuholen, was ich ziemlich interessant fand und was ich mal immer so ein bisschen mit einem Auge so nebenbei mal begleitet habe, um mal zu sehen, was so möglich ist, wenn man die geringsten Voraussetzungen, sag ich mal, erfüllt und wie lange es denn dauert, so einen Free-to-Play-Account über 2 Jahre, wenn man ihn denn einigermaßen vernünftig spielt, denn einzuholen. Und zwar hatte sich hier jemand namens Juri Bolka auf dem Server angemeldet vor einem Jahr. Ich glaube, das hat auch in der Beschreibung zu stehen. Ey, öffne dich. Ja, genau. Er hat hier quasi sich so ein kleines Einholprojekt gemacht und sich zur Aufgabe gesetzt, den Dorzer zu schlagen. Schlag den Dorzer hier. Ne? Das hat er jetzt ehrenhallentechnisch, glaube ich, mittlerweile geschafft. Ne? Außer vom Level ist es noch nicht ganz so weit. Ne? Und er hatte hier am 27. Januar angefangen. 2020, also wie gesagt, circa ein Jahr ist es jetzt her, wo er sich diesen Account erstellt hat und setzt sich hier als Level quasi hier immer mein Level. Ne? Ich bin jetzt gerade 401, Trainingsziel 401 und sein Level gerade hier 394. Ne? Und ja, das ist so seine Aufgabe und er hatte mir dann seinen Playstyle mal geschrieben. Er müsste hier auch, glaube ich, irgendwo, jo, hier oben ist er schon in der Ehrenhalle, was er für einen Playstyle hat. Und zwar wirklich das geringste, aber das effizienteste, was ihr eigentlich machen könnt, wenn ihr mit möglichst wenig Geldeinsatz möglichst viel rausholen wollt. Ne? Und das ist halt wirklich 320 Alu spielen mit 50er Mount. So, das ist das, was ihr mit am wenigsten Pilze am effizientesten zocken könnt. So, ne? Und er hatte mir gesagt, er hat irgendwas um die 2700 Pilze, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwie so in dem Bereich ausgegeben, hat noch um die 800 Pilze oder so noch auf dem Account, ja, und spielt hier quasi seinen Account, ich kann ja mal so einen Vergleich machen, er spielt hier seinen Account wirklich nur mit den 320 Alu pro Tag und dem 50er Mount. So, das war jetzt quasi die Challenge, weil ich habe ja hier meinen Free-to-Play-Account, wo ich ja überhaupt keine Pilze auflade. Demzufolge habe ich es natürlich ein bisschen schwieriger, da mitzuhalten und auf Dauer wird er mich natürlich auch einholen, das ist natürlich ganz klar. Wie gesagt, von der Ehrenhalle ist er schon stärker als ich, haben jetzt momentan gerade beide keine Pots drin, ja, und von den Stat-Punkten her, können wir mal auf die Basispunkte schauen. Ich bin hier Berserker, ich will relativ viel Schaden so, ne, deswegen habe ich ein bisschen mehr Stärke auf jeden Fall als Ausdauer. Ja, sagen wir mal 7200, er hat hier 7700 und 4000 zu 4900. Also da hat er mich schon eingeholt, was das angeht. Wie gesagt, der Account hier ist ein Jahr alt, mein Account Free-to-Play 2 Jahre alt. So, damit man mal einen Vergleich hat. Und mein Playstyle im Vergleich zu ihm, also wie gesagt, er wirklich seit Anfang an 320 Alu 50er Mount. Ich ja wirklich diese Free-to-Play-Variante, das heißt mit 30er Mount unterwegs, dann 120 Alu pro Tag mit 30er Mount, außer zu Gold-Event oder Erfahrungsevent, meistens aber keins von beiden, sondern eher zu Fünffach-Events. Dort nutze ich das eigentlich, dass ich außerhalb von Fünffach-Events einen 30er Mount habe, solange ich das 30er Mount habe, mir die Pilze anspare auf ein 50er Mount, ne, um dann noch, ja, um dann das 50er Mount zu finanzieren mit 25 Pilzen und dann obendrauf auch noch das Fünffach-Event, die 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, auch mit 320 Alu
zu spielen, ne? Sonst bringt mir das 50er Mount ja dann auch nicht so viel. Also ich spare dann mir immer so lange die Pilze auf, bis dann 50er Mount ich mir finanzieren kann mit 320 Alu über ein 5-fach-Event. Das ist so mein Playstyle, den ich mir so angeeignet habe hier als Free-to-Play-Spieler. Und ja, in der Zeit hat er mich dann jetzt hier so schon eingeholt, über ein Jahr. Und er dreht hier weder am Glücksrad, sondern noch irgendwas, sondern wirklich einfach nur die Alu zocken mit halt, ne, mit dem 50er Mount. So, das ist so der günstigste Playstyle, den ihr eigentlich fahren könnt, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt in dem Spiel, ne? Ihr könnt deutlich weiter sein, wenn ihr jeden Tag das Glücksrad 20 Mal dreht. Dann ist es aber auch gleich deutlich teurer. Ja, weil natürlich jeden Tag so viele Pilze nur für das Glücksrad zu finanzieren, ist natürlich auch ziemlich kostenintensiv. Hätte er das noch gemacht, dann wäre er auf jeden Fall deutlich mehr Pilze los, wäre aber, denke ich mal, wahrscheinlich auch ein bisschen weiter hier oben unterwegs, ne? Das, denke ich mal, wäre schon der Fall, weil das Glücksrad macht schon einiges aus, aber wie gesagt, ist halt auch ein Kostenfaktor, der ziemlich intensiv ist. Deswegen, da müsst ihr euch überlegen, wie da euer Playstyle ist. Aber ja, ich sage immer wieder, wenn Leute nicht viel Geld in das Spiel ausgeben wollen und trotzdem ziemlich weit kommen möchten, ne, und eigentlich das Maximale für ihr Kleingeld, was sie hier in das Spiel investieren, ausgeben, ist wirklich, spielt eure 320 Alu. Es macht so viel aus. Der Unterschied zwischen 120 Alu und 320 Alu ist schon immens viel. Und wenn ihr dann immer noch regelmäßig euer 50er Mount finanzieren könnt, dann habt ihr einen sehr günstigen Playstyle, der aber ziemlich effektiv ist. Wie gesagt, hier auch das beste Beispiel, hat hier nicht viel investiert, also nicht mal über ein Jahr lang hat er ja jetzt diesen Account, hat hier nicht mal 100 Euro investiert, hat immer noch massig Pilze und hat mich vom Level innerhalb von einem Jahr eingeholt. So, also da könnt ihr mal sehen, was möglich ist, und diesen Vergleich zu ziehen, fand ich eigentlich ziemlich interessant. Deswegen das Projekt hier von Juri auf jeden Fall ziemlich ja, interessant, wie ich mal fand. Und auch cool, dass er das gemacht hat. So, und da hat man auf jeden Fall einen Vergleich, was so für die Leute möglich ist, wenn man wirklich so einen Free-to-Play-Account, den man über 2 Jahre hat, einholen möchte und es so günstig wie möglich machen kann. So, ne? Das ist klar, es geht natürlich auch immer noch teurer und so weiter und so fort, aber da ist natürlich die Frage, wie sehr lohnt sich das, ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall weitestgehend immer noch zufrieden mit meinem Account hier, weil ich ja diesen Playstyle, den ich fahre, eigentlich ziemlich gerne mag. So, ich würde zwar liebend gerne auch mal ein paar Dungeons mehr tryen, muss ich sagen. Hier und da mal ein paar Versuche reinböllern. Aber das bringt mir momentan sowieso nichts, wenn ich keine Top-Tränke habe. Ich könnte mir jetzt bald wieder, ja, ich habe jetzt wieder 2 Ausdauertränke hier. Das heißt, ich kann mir wieder, ja, alle 3 Top-Tränke reinfahren hier. Ausdauer, Stärke und ein Trank des ewigen Lebens. Und ja, dann könnte ich wieder ein paar Dungeons versuchen, ne? Dann muss aber, wie gesagt, auch immer die Zeit dann da sein, dass man diese Top-Tränke auch komplett ausnutzt, ne? Weil für mich ist das als Free-to-Play-Spieler besonders, alle Tränke zu haben. So, das ist jetzt, ne, das ist schon, ja, ist schon nice, und da will man natürlich auch versuchen, diese so effektiv wie möglich zu nutzen, wenn man die schon mal hat. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon alle, ja, Items habe hier, die relevant sind. Guck mal, ich habe sie zum Beispiel beim Kriegerfilm noch ein paar Prozente, sehe ich gerade, Magier. Also hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ich habe hier ein paar Items tatsächlich noch nicht gefunden. Das wäre eventuell, ja, da fehlen mir ein paar kleine Prozentchen im Sammelalbum, die nachher auf Dauer natürlich auch den Kohl fett machen auch irgendwo, ne? Ich habe ja mittlerweile auch den Heiligen Gral, also eigentlich könnte ich auch in der Ehrenhalle mal ein bisschen durchsuchen, was mir hier noch fehlt an Items. Wahrscheinlich ein paar Items, die ein bisschen älter sind, würde ich mal behaupten. Und dann kann ich mir die auch speichern hier, weil, ja gut, mit dem Heiligen Gral. Ah, guck mal hier. Ja, da speichert man den sich einfach in der Freundesliste, ne? Und kann sich da gleich ein paar Items snacken. Das sind natürlich Sachen, die sollte man zum Anfang des Spiels machen und nicht nach 2 Jahren erst, so wie ich hier auf meinem Account. Aber wie gesagt, ist halt auch in Anführungsstrichen nur der Free-to-Play-Account, ja, wo jetzt natürlich von der Aufmerksamkeitsspanne deutlich weniger
reinfließt als in meinen Main-Account beziehungsweise meinem Battlemage. Ich weiß gar nicht, das muss ich mal gucken auf meinem Battlemage, ob hier mir noch 1-2 Prozentchen fehlen hier. Ne, hier habe ich alles voll. Monster, gut, ja. Da muss man natürlich gucken, dass man das dann einigermaßen irgendwann gefüllt bekommt. Ja, und dann können wir natürlich gleich hier Postkämpfe, ne? Wen hatten wir jetzt gespeichert hier eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wen ich hier alles abgespeichert hatte hier im Inventar. Ah, guck mal, hier ist sogar noch der Lunchmine mit seinem Magier noch am Start. So, den hatten wir auf jeden Fall abgespeichert. Das heißt, den snacken wir uns, ja. Haben wir gleich ein Schild bekommen und können den dann wieder rausschmeißen. Ciao. Und haben ein Item mehr. Ja, gut. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf hier noch, ist vielleicht noch nötig. Wertgegenstände haben wir alles, aber von den anderen Klassen, da müssen wir noch ein bisschen schauen. Ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht mache ich das mal irgendwann im Livestream, dass ich da den Rest von meinem Sammelalbum hier mal ein bisschen fülle, damit wir hier ein bisschen was zu tun haben auf dem Account und hier auch noch mit einem besseren Sammelalbum-Questen. Ja, da fehlen mir jetzt über 2 Jahre ein paar Prozente immer. Ja, das ist natürlich auf Dauer ist das natürlich viel. So, ne, da muss man natürlich schauen. Ne? Ja, aber gut, dass ich das nochmal gesehen habe, muss ich mir auf jeden Fall merken und dann, ja, werden wir mal irgendwann, falls ich mal wieder Zeit habe für einen Livestream, werden wir das mal da vielleicht ein bisschen raussuchen hier, dass ich hier auch mal endlich nach 2 Jahren auch mal ein gefülltes Sammelalbum habe hier. Guck mal, hier der nächste Kandidat hier. Ah ne, warte mal, den muss ich hier so hinzufügen. Ne, natürlich, weil ich hier auf Free-to-Play bin. Ich habe, glaube ich, auch keinen Bock gehabt. Ich glaube, ich habe für die 10 Euro, die ich am Anfang des Servers hier ausgegeben habe, da hatte ich ja nur Pilze bekommen. Das war ja ohne das Angebot, was es jetzt gibt. Das gab es ja vor 2 Jahren noch nicht. Ne? Deswegen habe ich nur pure Pilze bekommen. Und ich glaube, die habe ich damals wirklich nur ausgegeben, um ja, so ein bisschen das Sammelalbum hier zu pushen. Ich weiß gar nicht mehr. Müsste auch noch ein Livestream online sein, irgendwie von mir, wo ich den Serverstart hier gestreamt habe. Da bin ich mir relativ sicher und da kann man das ja dann nochmal nachvollziehen. Ja, siehst du. Und da kommen wir doch dann einigermaßen zurecht. Denn ja, weil ich hatte halt überhaupt keine Lust gehabt, mein Sammelalbum zu füllen und habe halt eigentlich auch gar keine Lust, nochmal irgendwann eines Tages nochmal mein Sammelalbum zu füllen. Das ist auch so eine Sache, weswegen ich Serverstarts immer, ja, muss ich gucken, wie ich diese behandle, weil nochmal ein Sammelalbum, ich habe eigentlich nie Lust, irgendwie irgendein Sammelalbum zu füllen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Ich will das einfach nur hinter mir haben und dann für den Rest meines Lebens meine Alu-Questen, so nach dem Motto. Ja, gut, okay. Werde ich nochmal privat irgendwann schauen oder wie gesagt, wenn wir mal Zeit haben, einen Livestream machen und dort dann nochmal ein bisschen reinschauen, mir ein paar Gegner speichern hier, dass wir auf dem Free-to-Play auch nochmal ein bisschen, ein paar Prozente nochmal mehr rauskitzeln. Ne? Ich sag mal so, über die 2 Jahre habe ich den bestimmt ganz okay gespielt. Ich habe aber auch lange Zeit kein Quest-Equipment gehabt, habe es jetzt immer noch nicht. Ich habe jetzt nur ein paar Items so. Ihr seht das, Goldbonus habe ich hier ein bisschen, epische Gegenstände, Goldbonus, ja. Erfahrung fehlt mir auch noch komplett. Also da muss ich noch die richtigen Items finden, oder besser gesagt die richtigen Runen, dass ich da auch ja natürlich mit Top Quest-Equipment hier am Start bin. Ne? Also das ist natürlich, ne, das in Kombination mit den paar Prozenten aus dem Sammelalbum, das geht natürlich noch deutlich besser. Ne? Also ich könnte vom Level jetzt wahrscheinlich, sagen wir mal so, hätte ich jetzt alles richtig gemacht mit richtigen Quest-Equipment von Anfang an und hier die ganzen Items gesammelt, wäre ich über diese 2 Jahre vielleicht so bei 410, 420, vielleicht 430, ich weiß nicht, die 10%, obwohl doch die 10% Quest-Equipment machen schon einiges aus. Ja, vielleicht, also ich würde mich so vielleicht bei 430 so rein kategorisieren und das nach 2 Jahren Free-to-Play. Also im März habe ich ja dann erst die 2 Jahre Free-to-Play, weil da habe ich ja dann, da ist ja der Server erst rausgekommen. Ne? Das ist, denke ich mal, ganz realistisch und in Ordnung und ja, ich denke mal, für das heutzutage, für das Verhältnis sind 2 Jahre Free-to-Play 430 machbar und vor allen Dingen, das wäre dann so das, wo man dann sagen könnte, yo, ey, guck mal, ich habe einen 430er-Account, der hat mich 2 Jahre gebraucht, aber guck mal, dafür ist der komplett Free-to-Play und dafür ist das doch eigentlich ein ziemlich stolzes Level, würde ich mal sagen, ne, wo man ja schon ein bisschen mit angeben kann, ne, wenn man jetzt alles richtig gemacht hätte. Nicht so wie ich jetzt hier, der hier auf
ja, 401 jetzt noch rumdümpelt und so, ne? Und immer noch so nach 2 Jahren die restlichen Items sucht für sein Sammelalbum. Ja, gut, dann wisst ihr da auf jeden Fall jetzt auch Bescheid. Ich wollte das euch auf jeden Fall auch mal zeigen. Dieses kleine Zwischenprojekt oder kleine Nebenprojekt hier, was hier gestartet worden ist von Juri. Vielen lieben Dank. Grüße gehen auch an dich raus an der Stelle. Ne? Ist immer sehr interessant, wenn Leute irgendwie, ja, keine Ahnung, versuchen, dann meine Accounts einzuholen. Auf S41 ist das genau der gleiche Fall. Ich weiß nicht, da sind, glaube ich, auch ein paar Leute, die dann versuchen, meinen Account einzuholen. Allerdings, ja, bin ich hier halt auch nicht sehr krass am Start. Hier bin ich eigentlich so am Start wie Juri auf meinem Free-to-Play-Server hier, dass ich hier quasi wirklich nur das Mindeste mache. Also sehr, sehr pilzsparend. 50er Mount, 320 Alu, mehr mache ich hier auf dem Account nicht. Kein Glücksrad, nix. Und damit fahre ich eigentlich auch ganz gut. Bin jetzt hier ja auch schon 373. Und ja, mehr mache ich hier aber nicht. Aber das ist so die günstigste, aber gleichzeitig auch effektivste Spielweise, die ihr an den Tag legen könnt. Und deswegen ja, empfehle ich das euch auf jeden Fall, wenn ihr euren ja, Geldbeutel ein bisschen schonen wollt, trotzdem aber ein bisschen zocken wollt nebenbei. Ne? Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.